Pylos liegt nur 20 Kilometer entfernt. Wir erreichen es am frühen Nachmittag. Die Stadt hat eine bewegte Geschichte. 1827 fand in der Bucht die Schlacht von Navarino statt. Die zahlenmäßig deutlich unterlegene Flotte der Allianz aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Russland besiegte die türkisch-ägyptische Flotte und leitete damit den Rückzug der Türken aus Griechenland ein. Die Hafenstadt ist das Zentrum der Region Messenien, hat mit den umliegenden Gemeinden etwas über 5000 Einwohner und ist noch recht ursprünglich. Allzu viel Tourismus gibt es in Pylos nicht. Das zeigt sich auch in dem Fehlen von Läden mit Touristenware oder heimischem Handwerk. Dafür finden sich zahlreiche Tavernen, Cafés und Bars. Im Sommer dürfte hier einiges los sein. Oberhalb der Stadt liegt die Festung Neocastro. 1773 von den Türken erbaut, hatte sie einst eine große militärische Bedeutung. Das verrät schon deren Größe mit ihren 6 Bastionen und einer weitläufigen Burgmauer. In jüngerer Zeit diente die Festung als Gefängnis, heute finden sich in den Kasematten Archive mit archäologischen Exponaten. In dem weitläufigen Gelände sind 2 Museen, eines zur Unterwasserarchäologie und das Archäologische Museum der Stadt Pylos sowie eine gut erhaltene Kirche. Sicherlich ein Highlight der Reise,
der Besuch des etwa 70 Kilometer von Pylos entfernten antiken Messene. Es ist eine der beeindruckendsten Ausgrabungsstätten auf der Peloponnes. 369 v. Chr. gegründet, war Messene die Hauptstadt des antiken Staates Messenien. Die Stadt soll einst in nur 85 Tagen errichtet worden sein. Das ist Legende, nicht jedoch die Reste monumentaler Gebäude. Hier gab es etwa ein Theater, einst ein Ort für vergnügliche Veranstaltungen, aber auch eine politische Bühne. Die Überreste des Brunnenhauses lassen die einzige Pracht noch erahnen. Maß es doch in der Breite allein 40 Meter. Es diente vermutlich auch zur Wasserversorgung der tiefer gelegenen Stadtteile für die in der Blütezeit 30.000 Einwohner. Das Asklepeion, das Kur- und Heilzentrum. Zu Ehren des Heilgottes Asklepios durfte ein Tempel nicht fehlen. Er allein maß 66 mal 72 Meter. Hier findet sich auch das Ekklesiastero, einem Theater ähnlich. Es diente der Versammlung der Bürger mit vollen Bürgerrechten. Messene wurde erst in den letzten Jahren intensiv erforscht und soll derzeit das umfangreichste Ausgrabungsgebiet in Griechenland sein. So ändert sich das Erscheinungsbild immer wieder. Vieles liegt noch unter der Erde. Besichtigen lassen sich zudem Reste eines Gymnasions und einer Sportstätte mit Übungs-, Umkleide-, Massage- und Baderäumen. Besonders schön ist die Halle der Ringer. Beeindruckend ist sicherlich das Stadion, das einst 10.000 Besuchern Platz bot und eine Länge von 181 Meter hat. 18 steinerne Sitzreihen finden sich am nördlichen Ende, der Rest der Zuschauerränge ist mit Rasen befestigt. Die Laufbahn endet vor einem kleinen dorischen Tempel, einem Grabmonument aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Errichtet zu Ehren der Familie Sahitidae für ihre Dienste als Hohepriester und Gouverneure unter römischer Herrschaft. Messene liegt in einer reizvollen Berglandschaft am Fuß des 798 Meter hohen Berges Ithome. Auf ihm stand die Akropolis, die Festung der Messener. Davon ist aber kaum mehr etwas vorhanden. Die Stadt wurde einmal von den Spartanern erobert, die Burg konnten sie jedoch nicht einnehmen. Alles wurde von einer gigantischen Stadtmauer umgeben, deren Reste allein schon eine Sehenswürdigkeit sind. Sie hatte eine Länge von über 9 Kilometern, war etwa 2 bis 3 Meter dick und bis zu 10 Meter hoch. Bewehrt mit zahlreichen Wachturmen, gebaut aus Zehntausenden Tonnen schweren Quadern. Besonders gut erhalten ist das monumentale arkadische Tor mit einem runden Innenhof. Außerhalb des Tores fanden sich mehrere Grabbauten.
Wir sind in Koroni, einer kleinen Küstenstadt im Süden, etwa 30 Kilometer von Pylos entfernt. Es dürfte mithin eine der hübschesten Ortschaften bisher sein. Ein typisches, gemütlich verschlafenes griechisches Städtchen mit einer Hafenpromenade mit Tavernen und Bars und steil ansteigenden schmalen Gassen. Hier finden sich schöne Handwerksläden und am Berg thront eine Festung aus byzantinischer Zeit. Der Tourismus fand erst in den letzten Jahren hierher. Die oberhalb der Stadt liegende Festung ist kein Museum, sondern eine immer noch bewohnte Anlage. Man denkt, man wandere durch eine derzeit wunderbar blühende Parkanlage mit Olivenhainen, dazwischen immer mal wieder schöne kleine Wohnhäuser. Zu finden sind zudem eine größere Kirche, Zitadelle und mehrere Kapellen. Inmitten der ehemaligen Festung lässt sich ein Nonnenkloster besuchen mit großem Garten, eigenen Weinterrassen und einem Souvenirshop mit vielen eigenen Produkten. Ihn betreiben die Nonnen. Da man keinen Eintritt bezahlt, bietet es sich an, hier etwas einzukaufen. Etwa einen Orangenlikör oder Marmelade. Von einem alten Turm aus hat man einen schönen Überblick auf das Gelände, die Stadt und die Küste. Man sollte nur schwindelfrei sein, ein Geländer gibt es nicht. Auf dem Rückweg nach Pylos machen wir einen Halt bei Metoni. Der Ort lockt mit einem schönen Sandstrand, aber vor allem mit einer beeindruckenden Festung aus venezianischer Zeit. Die lohnt den Besuch allemal. Eigentlich hat bald jeder Küstenort seine eigene Festung, daran sieht man, wie gebeutelt die Menschen in den kriegerischen Zeiten waren, die über Jahrhunderte andauerten. So belagerten etwa im August des Jahres 1500 rund 100.000 türkische Soldaten die Festung der Venezianer. Die Verteidigung widerstand je nach Quelle 1 bis 3 Monate lang, dann fiel der wichtige Militärstützpunkt mit den 500 Geschützen in die Hände der Osmanen. 1684 holten sich die Venezianer die Festung zurück, 1715 fiel sie dann wieder in die Hände der Türken. Den Turm zum Meer hin, den erbauten die Türken im 16. Jahrhundert. Er diente als Leuchtturm und Gefängnis. 300 Jahre lang blieb die Festung in türkischer Hand. Sie diente auch als Umschlagplatz für griechische Sklaven, die nach Ägypten verkauft wurden. 1828 eroberten schließlich die Franzosen die Festung.